Willkommen auf meinem Kanal Camper unterwegs. Wir haben uns jetzt endlich ein Vorzelt gekauft für unseren VW-Bus. Und zwar das Pharos Low von der Firma Vengo. Davon will ich euch heute berichten. Was gefällt uns, was ist schwierig und was muss man beachten? Zunächst einmal den Aufbau im Schnelldurchlauf. So schnell wie hier schafft man es in echt natürlich nicht. Aber Könner kriegen es in 8 Minuten hin. Das verspricht jedenfalls die Aufbauanleitung. Zunächst muss man aber noch ein paar Vorbereitungen treffen. Zum Beispiel die Dachreling kaufen und anmontieren. Hier wird unser neues Vorzelt gerade geliefert und ausgepackt. Ja, der ist doch schon mal gut. Mit Packsack. Und hier. Und Bauanleitung. Gut, da gucken wir erstmal rein. Die Anleitung gibt es in Englisch und reich bebildert, sodass das Aufstellen kein Problem sein müsste. Wir fanden aber recht schnell heraus, dass man sich am besten auch noch ein Connector-Set besorgt, nämlich ein Doppelkeder aus PVC und ein kleines Set aus 3 Stangen. Das wird zusammengeliefert und damit kann man sich das Aufstellen des Zeltes deutlich erleichtern. Ansonsten müsste man nämlich das Zelt mit Gurten über dem Bus befestigen. So kann man es in den Keder einziehen. Und dieses Adapter-Set haben wir natürlich dazu bestellt. Dieses Kederband und die Stangen sind für einen langen Radstand beim VW-Bus konzipiert. Wir haben aber einen kurzen Radstand und ihr seht schon, hier steht etwas über, was dann erstmal angeglichen werden musste. Und so wurden die Stangen abgesägt auf 3 gleiche Längen. In die Kederschiene am Bus kommt dann also zunächst das Kederband und dann wird das Zelt mit Hilfe dieser 3 Stangen an dem Kederband befestigt. Diese 3 Stangen steckt man immer einzeln in den Tunnel und zieht durch. Darum ist es ganz gut, wenn man das Zelt zu zweit aufstellt. Jetzt kann es regnen. Der Anschluss ist perfekt geglückt. Das Zelt selber hat nur 3 Fiberglasstangen, 2 lange und eine kurze. 2 Eingänge an den Seiten. Hier sieht man den anderen Eingang geschlossen gegenüber. Dann den großen Durchgang zum Zelt. Hier vorne ist das Fenster noch zu. Und hier gibt es auch noch ein Seitenfenster. Ganz wichtig ist dann noch die kleine letzte Stange, die das Zelt oben am Dach stabilisiert. Die Fenster haben 2 Verschlussmöglichkeiten, einmal mit einem Rollvorhang und auch mit einem Moskitonetz. Und man kann hier vorne auch quasi den ganzen Eingang nach oben hochrollen und hat dann einen Windschutz zu den Seiten. Den Einlegeboden gibt es auch mit dabei. Wenn jemand nachts in dem Zelt schlafen möchte, kann man diese Wand von innen verschließen. Und außerdem muss die Seite natürlich auch verschlossen werden, wenn man das Zelt alleine stehen lassen will und vom
VW-Bus abkoppelt. Aber Vorsicht beim Öffnen der Schiebetür. Wenn man sie zu weit aufmacht, könnte die Ecke ans Zelt schrammen und das dann beschädigen. Also entweder das Zelt ein bisschen weiter rüberziehen oder die Tür nicht so weit aufmachen. Jetzt kommt der tricky Part des Ganzen, nämlich losfahren und das Zelt stehen lassen. Wie kommt man wieder an die gleiche Stelle zurück? Ganz einfach durch Markierungen. Wir haben uns Zeltheringe hingestellt, wo die Reifen des VW-Busses standen. Und wenn man dann zurückfährt, muss man wieder mit den Reifen an der gleichen Stelle ankommen. Das ist leichter, als es sich zunächst anhört. Damit das Zelt alleine stehen kann, sollte man die Leinen nach vorne abspannen. So kann man beruhigt wegfahren, auch wenn es ein bisschen windiger ist. Eigentlich kann da nichts passieren. Geschafft! Jetzt wird das Zelt natürlich wieder mit dem Doppelkeder mit dem Bus verbunden. Unser Fazit. Zunächst einmal muss ich gestehen, wir hatten so einen tollen Sommer, dass wir dieses Vorzelt nicht extremen Wind- oder Regenbedingungen aussetzen konnten. Aber bei den Wetterlagen, die wir hatten, hat das Zelt hervorragende Dienste geleistet. Dieser Tunnelabschluss des Zeltes funktioniert prima, da kam also nichts durch. Die Abspannleinen haben uns gut gefallen, die sind nämlich aus einem leuchtenden Orange, sodass man auch abends nicht darüber stolpert. Das Zelt ist wirklich geräumig, wir hatten auch mal Übernachtbesuch und im Vorzelt kann man prima schlafen. Im oberen und unteren Bereich der Zeltwände sind Ventilationsöffnungen integriert und die sorgen für Luftzirkulation im Zelt und schaffen so auch nachts ein gutes Raumklima. Aber da wir tagsüber oft mit dem Bus unterwegs sind, ist für uns natürlich am wichtigsten, dass das Zelt alleine stehen kann. Und dieser wegrollbare Verbindungstunnel, der ist so schnell und einfach aufzustellen. Wenn man über den Tag wegfährt, rollt man ihn einfach zurück und kann eben beim Zurückkommen auch wieder leicht andocken. Noch ein wichtiger Punkt. Wir haben uns für dieses Zelt entschieden, weil es mit einem Gewicht von 9,5 Kilo wirklich ein Leichtgewicht ist, mit einem kleinen Packsack. Alternativ hätten wir ein Air-Zelt kaufen wollen, haben uns aber dagegen entschieden, denn der Packsack war deutlich größer und das Gewicht war auch wesentlich höher. Vielleicht hat euch dieses Video ja einige Anregungen gegeben für den Ankauf eures eigenen Busvorzeltes. Wenn euch der Film gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like oder über ein Abo. Und bestimmt treffen wir uns bald wieder auf meinem Kanal, denn ich habe noch viele neue Ideen. Bis dann!